Ja, Shiva, du kennst dich ja auch schon seit vielen Jahren mit Katzen aus. Hast auch immer wieder Katzen besessen und du bist doch bestimmt auch mit der Katzensprache vertraut. Ja, ich kenne die in- und auswendig. Super. Frag mich was. Gut, ich sage es jetzt in Deutsch und du übersetzt das in die Katzensprache. Okay. Katze im Auto. Ja. Du hast das Fenster offen. Was sagt eine Katze zum Beispiel, bitte mach das Fenster zu? Okay, super. Wenn der Katze es zu heiß ist im Auto, weil Sommer ist, was sagt da die Katze? Und was sagt eine Katze, wenn es ihr zu kalt im Auto ist und sie will, dass du die Heizung anmachst? Was sagt eine Katze, wenn sie denn Hunger hat? Ihr merkt schon, sehr komplex. Hallo zusammen, hier sind mal wieder eure Matrixer. Und heute mit der bezaubernden Genie. Genie. Shiva. Und Jonathan. Unser heutiges Thema, das sind die 50er, Absturz, UFO, Roswell. Genau deswegen habe ich mich so angezogen. Nein, Scherz, unser heutiges Thema ist ein ganz anderes. Ja, ein ganz anderes. Reingelegt. Und zwar geht es heute um das Thema mystisch, aber alltäglich zugleich. Ja. Ihr kennt sie aus dem Alltag. Begegnet Ihnen wahrscheinlich hin und wieder mal. Sie sind flauschig, niedlich und knuffig. Richtig. Man kann also Katzen Auf verschiedene Arten und Weisen betrachten. Die kleinen Kuscheltiere daheim oder die fantastischen Astralwanderer und Spione. ja, Okay, ja, also Katzen in der Mysterienwelt, das ist unser heutiges Thema. richtig. Katzen kennen wir alle. Ne? Hauptsächlich auch die Stubenkatzen. Ne? Kennen wir alle. Die Haustiere, die sich so der ein oder andere zulegt. Oder die ein oder andere Genie. Dazu muss ich sagen, auf meinem Heimatplaneten gibt es keine Katzen. Das habe ich ja mal gesehen. Da dachte ich, oh, euch gibt es bei uns nicht. Wie schade, ihr seid so süß. Eine sehr komplexe Katzensprache, mit der haben wir es hier zu tun. Und Na gut, in Wahrheit geht es von Iu nach Miau. natürlich ist die Katzensprache wesentlich komplexer, als man es jetzt vielleicht denken mag. Katzen können sich auch telepathisch unterhalten, oder? Oder eben auch durch die Körpersprache. Kennt man ja auch, eine Katze macht einen Buckel. Ne? Da weiß man ja beispielsweise, dass eine Katze in dem Moment auf Abwehr geht oder auch auf Angriff. Richtig. Oder wenn sie sich auf den Rücken fallen lässt. Kraul mich, kraul mich. Iu, iu. Ja, und dennoch ist mir aufgefallen, dass die auch telepathisch Ja, kommunizieren. auf jeden Fall. Man merkt es so, die Absprachen zwischen den Zweien. Also mir ist mal aufgefallen, in einer Zeit, in der ich mit vielen Katzen zu tun hatte, dass die eine Katze war im Schlafzimmer und durch die Haustür kam eben eine andere Katze und die beiden mochten sich nicht. Oh. Und obwohl die Katze im Schlafzimmer war und nicht sehen konnte, dass die Katze unten durch die Haustür gekommen ist, hat sie angefangen zu knurren. Ah, okay, ja. Das heißt, sie wusste also, dass die Katze sich nähert. Ja, gute Telepathen. Ja, also wusste sie halt schon im Voraus, dass die Katze durch die Haustür kommt. Was ich auch sehr erstaunlich finde, ist
die Orientierung der Katzen. Aha. Was meinst du? Das kennt ja jeder. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die haben traurigerweise ihre Katzen ausgesetzt. Ja. 100, 200 Kilometer vom Wohnort entfernt. Ach ja. Mhm. Und 2, 3 Wochen später stand sie wieder vor der Tür. Ja, habe ich auch schon gehört. Mhm. Also sehr phänomenal, dass die Katze tatsächlich den Weg zurückgefunden hat, ohne den Weg zu kennen. Ja, das ist spannend. Woran hat sich die Katze orientiert? Wenn sie nie den Weg gegangen ist. Also mir ist auch schon häufig aufgefallen, dass die Katzen sich telepathisch austauschen oder wenn es einer Katze nicht gut geht, dass die andere dann kommt und die spüren das halt oder die reden halt telepathisch miteinander oder fangen dann aus 2 entfernten Richtungen, obwohl sie sich gar nicht sehen, an parallel an zu jaulen oder kommen angerannt, weil irgendwas ist. Also ja, doch, ist mir auch aufgefallen. Also die stehen definitiv in Kontakt, ohne dass sie jetzt direkten Augenkontakt oder Sichtkontakt haben. Ich glaube, Katzen sind auch sehr, sehr empathisch veranlagt. Das ist mir auch so aufgefallen. Dir auch? Ja, die spüren, wenn es einem zum Beispiel körperlich mal nicht so gut geht. Genau, dann kommen die an und setzen sich auf die Stelle, die einem wehtut. Als hätten sie es gefühlt oder gespürt. Hätten sie es gefühlt. Oder wenn es einem emotional nicht gut geht, kommen die auch und kuscheln sich an einen. Also die sind schon gute Empathen, habe ich das Gefühl. Und gute Heiler. In dem Fall ja auch. Das ist ja auch, was ich gehört habe, dass die auch gerne in Altersheime gesetzt werden, damit die Menschen dort wieder aufgepäppelt werden. Oder was ich auch gehört habe, ist, dass sie sich gerne zum Beispiel auf die Chakren setzen, damit die Energien, die nicht fließen können, wieder in Fluss gebracht werden. Die ziehen die Energie raus, die negative Energie. Aber sie ziehen auch Energie ab, habe ich auch mal gehört. Die Katzen laden sich ein bisschen auf, habe ich mal gehört. Vielleicht kannst du erzählen, wie die geschichtlich hier so angesiedelt sind, die Miezekatzen. Waren die nicht schon irgendwie im alten Ägypten? Waren die nicht schon im alten Ägypten? Was haben die da so getrieben? Ja, die Ägypter waren ja wirklich teilweise auch ein Katzenkult. Die haben also die Katzen sehr verehrt. Das liegt daran, dass die Katzen aufgrund ihrer Eigenschaften, zum Beispiel als Wächter, sehr verehrt worden sind, die also immer zum Schutz aufgestellt wurden. Die Sphinx befindet sich ja auch in einer Katzenposition vor den Pyramiden und dient da als Wächter. Und warum sind die gute Wächter? Ja, die sind deshalb gute Wächter, weil sie eben aufgrund ihrer Wahrnehmung ein größeres Feld haben als wir. Das bedeutet, die Katzen können wesentlich mehr wahrnehmen, als wir es mit unseren physischen Augen. Und aus dem Grund platzieren sie sich auch gerne um das Frauchen oder Herrchen herum, um sozusagen die Umgebung abzuchecken, ne, ob irgendwer sich nähert, der eben da nichts zu suchen hat. Aber jetzt nicht so wie bei Hunden, weil Hunde machen ja mehr so die Menschen weg. Oder die knurren die Hunde knurren die Menschen weg. Ja, bei Katzen ist es eher so, dass die eben aufgrund ihrer erweiterten Wahrnehmung auch auf der 4D-Ebene wahrnehmen können. Das heißt, die können beispielsweise Geister wahrnehmen. Verstorbene können die wahrnehmen oder andere Wesen, die sich auf der 4D-Ebene bewegen, die können die halt wahrnehmen. Und da sind die schon ziemliche Meister drin. Kein Wunder, dass sie die im alten Ägypten eingesetzt haben. Ja. Und teilweise haben sich ja auch die Frauen im alten Ägypten gerne ein bisschen katzenartig geschminkt. Stimmt, richtig, ja. Mann, der Zusammenhang war mir jetzt noch nicht, aber ja. Ja, um somit den Katzen eine gewisse Ehre zukommen zu lassen, ne? Eine gewisse Verehrung. Vielleicht hängt es ja auch damit zusammen, dass Frauen ja
in ihrer Natur ein gutes Gespür haben, so wie Katzen, ein intuitives Gespür, vielleicht deswegen katzenartig. Das ist eben auch ein Punkt, bei dem man auch bemerkt, dass es eben zwischen Katzen und Frauen auch eine sehr innige und gute Verbindung gibt. Was mir bei Katzen auch noch aufgefallen ist, Katzen sind in der Lage, jederzeit und das innerhalb von einer Minute in den Astralkörper zu wechseln. So eine Schweinchen. Wie machen die das? Die legen sich einfach hin und zack, habe ich schon gesehen, lösen die ihren Astralkörper von ihrem physischen Körper und bewegen sich dann auf der 4D-Ebene. Ach was. Oder wenn ich in meinem Astralkörper war und bin zu jemandem hingekommen, der eben Katzen besitzt. Und sobald ich in den Raum kam, hat die Katze mich sofort fixiert. Ah ja. Sofort. Also Hunde zum Beispiel, die spüren mich dann auch, aber die schauen dann vorbei. Die gucken nur in die Richtung, in der ich bin. Also sie spüren mich, aber sie sehen mich nicht. Ah ja. Aber Katzen, die sehen mich. Ach was. Die können also ganz genau mich fixieren und dann achten die auch auf jeden Schritt, den ich mache. Es kann auch sein, dass Katzen sogar Verstorbene oder Astralreisende anfallen, auf Deutsch gesagt, oder zumindest attackieren. Ja, machen die auch, astral. Also ich hatte mal eine Erfahrung, ich kann ja Astralwesen recht gut wahrnehmen. Und dann saß ich da mit den 2 Katzen und alle 3 parallel, wupp, zack. Also wusste ich, wenn wir alle 3 in die gleiche Richtung gucken, ja, da ist jemand. Das war schon eine sehr lustige Situation. Ja, auch wenn eine Katze irgendwo hinschaut und du denkst dir dann, wo guckt die hin? Das ist eine leere Wand. Ja, das ist doch eine leere Wand. Ja. Dann weiß man schon immer, oh, wir sind nicht allein. Ja, so ist es. Die spüren das, beziehungsweise die sehen das richtig, optisch, dass da jemand auf der 4D-Ebene steht. Ja. Und vielleicht gerade zu Besuch ist. Ja. Ich habe so das ein oder andere Male auch Katzen gesehen, die können sich astral verwandeln. Da sind sie auch. Ja, das sind Formwandler. Ach, was? Abgefahren. Ja, die können sich dann tatsächlich irgendwie in ein Tier verwandeln, das plötzlich 2 Meter groß ist. Abgefahren. Das, Leute, wusste ich nicht. Und da habe ich auch während der Dissoziation häufiger mal mich auf Katzen konzentriert und mir ist da aufgefallen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Spruch, eine Katze hat 9 Leben, kennst du ja bestimmt, dass eben die Katze auf jeder Dimension, auf allen 9 Dimensionen ein anderes Aussehen besitzt. Okay, das macht mehr Sinn. Im alten Ägypten zum Beispiel haben die Ägypter Katzen auch als Vorkoster eingesetzt. Oh, was? Die haben dann 9 Schalen aufgestellt mit Nahrung darin und haben eine Katze davor gesetzt und haben geschaut, wovon die Katze nicht gegessen hat. Das haben die dann selber auch nicht gegessen. Geschickt. Naja. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Katzen auf jeder Dimension unterschiedliches Aussehen besitzen. Das heißt, sie können sich also verwandeln. Uns erscheinen die hier als süße, kleine, kuschelige, flauschige Tierchen, aber auf anderen Dimensionen sehen die dann schon imposanter aus. Ja, in Wahrheit sitzt da ja auch ein Alien drin. Das wissen wir alle. Ja, da gibt es ja auch so Bilder drüber, Genau. oder? Dass man da zum Beispiel eine gezeichnete Katze sitzt und man sieht dann eben, dass innerhalb der Katze ein Alien sitzt, Genau. der die Katze eben steuert. Ne? Also es gibt ja auch die Verschwörungstheorie, dass Katzen Spione sind von Aliens, oder? Ja, Katzen sind Spione. Nein, sie wurden von Aliens erschaffen. So viel weiß ich gar nicht zu diesem Thema, bis auf die paar Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ja, Jonathan wird euch nachher noch einiges erzählen. Ich kann euch kurz erzählen, dass bei der Creation of Earth jede Rasse teilweise daran beteiligt war, an der Kreation und eben
seine Rasse auf diesem Planeten vertretbar gemacht hat. Sprich, es gibt Katzenwesen, die eben eine kleine Kreation von sich erschaffen haben. Unsere Hauskatzen, Tiger in diese Richtung, die Löwen, die kommen von einer anderen Rasse und haben sie eben auf diesem Planeten abgesetzt. Die Katzenwesen sind aber in Wahrheit nicht so klein und niedlich wie hier. Die habe ich schon öfter gesehen, einfach mal so am Himmel oder Wen hast du am Himmel gesehen? Ja, die habe ich mal gesehen, die haben mich beobachtet. Und im Hypnagogenzustand sehe ich die auch öfter, die Katzenwesen, gerade letztens erst wieder. Die sind eigentlich mehr so, keine Ahnung, ich würde die jetzt auf 2,5 bis 3 Meter schätzen, also sind wirklich sehr, sehr groß, die Jungs. Die Katzenwesen sind sehr sanfte Tiere, für mich sind das Beobachter, die uns hier beobachten und teilhaben wollen an dem Geschehen, was hier gerade auf der Erde so passiert. Und ja, diese wirklich riesigen großen Wesen haben mir unsere süßen kleinen Kollegen dagelassen. Und ja, das ist mit vielen Tieren so passiert, oder irgendwie mit allen Rassen, die man hier so findet, die wurden von irgendeiner Alienrasse sozusagen kreiert und dagelassen, damit unser Planet wundervoll bevölkert wird. Ja, und dass diese Schnurhaare Antennen sein sollen. Ja, genau. Damit funken die halt die Bilder und die Gespräche der Menschen gleich hoch, ne? In ihrer Ebene, in der die Informationen über die Menschen gesammelt werden. Alien TV. Das heißt nicht, dass alle Aliens so vorgehen, aber es kann durchaus sein, dass eben eine bestimmte Alien-Katzenrasse, die schon wesentlich intelligenter ist, ihre verwandtschaftlichen Katzen dazu einsetzen, eben auf der Erde ein wenig zu spionieren, um mehr über die Menschen zu erfahren. Kundschafter, schätze ich mal, ne? Ja, wie Kundschafter oder wie Drohnen. Das ist schon wieder spooky, aber ja. Vielleicht ist auch deine Katze nur eine Drohne. Alien Hightech, ne? Das heißt eine Biodrohne. Durchaus möglich, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es gibt halt Theorien darüber. Also ich habe schon oft beobachtet, dass Katzen zum Beispiel, wenn man etwas isst oder so, oder etwas trinkt oder irgendwie mal ein Filmchen schaut oder so, dass die sich einfach daneben setzen und einen beobachten. Ja. Mehr machen die nicht. Ja, die sitzen einfach rum. Und dann denkt man sich, warum sitzen die da minutenlang rum? Ich habe der Katze Wasser gegeben, ich habe der Katze Futter gegeben. Was will sie noch? Gestreichelt hat man sie auch. Und trotzdem sitzt sie da und beobachtet einen die ganze Zeit. Auch ist mir aufgefallen, dass Katzen halt sehr magische Tiere sind. Also und auch rituelle Tiere. Ja, Hexen haben zum Beispiel Katzen. Ja, ganz genau. Das ist nämlich auch ein Punkt, ne? Dass Hexen auch hin und wieder, oder das kennt man ja, das Bild, dass die Hexe immer ihre Katze auf dem Buckel sitzen hat. Und da ist auch ein magischer Bezug, der da symbolisch dargestellt wird. Aber die Katzen haben auch untereinander rituelle Verhaltensweisen, rituelle Handlungen. Ja, bestimmte Katzen werden ausgesucht, um eben Futter auszukundschaften, ne, vor allem bei wilden Katzen. Dann setzen die gerne mal einen Kundschafter aus, der eben losläuft und versucht, einen Kontakt zu einem Menschen aufzubauen, um eben sich da sozusagen einzuschleimen, ne, damit die Futter bekommt. Und dann verrät sie halt ihrer Sippe, ne, wo sich das Futter befindet. Und nach ein paar Wochen kann man dann damit rechnen, dass man dann nicht nur eine Katze zu füttern hat, sondern 3, 4, 5 oder 10. Ne? Katzen auch bei der Orientierung, wie ich ja eingangs sagte. Wie finden sie denn den Weg zurück zu ihrem Zuhause, wenn sie ausgesetzt worden sind? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man eben weiß, dass diese unsichtbare 4D-Ebene existiert. Das heißt, die versuchen dann erstmal sich zu orientieren. Dazu legen die sich irgendwo hin und schlafen, lösen sich dann von ihrem physischen Körper und
prüfen die Umgebung. Sie suchen also sozusagen ihr Herrchen direkt auf Astral und von da aus gehen die eben schrittweise zurück zu dem Punkt, an dem sie sich physisch befinden. Und auf diese Weise kundschaften die Astral den Weg aus. Geschickt, geschickt. Und sobald sie diesen Weg ausgekundschaftet haben, und das kann dann 2, 3 Wochen dauern, weil das ein bisschen aufwendig ist für die Katze, aber sobald sie den Weg ausgekundschaftet hat, geht sie wieder zurück zu ihrem physischen Körper und bewegt dann ihren physischen Körper in Richtung Heimat. Und auf diese Weise ist der Orientierungssinn der Katze eigentlich wesentlich leichter zu erklären. Weil die Katze kann ja in 200 Kilometer keine Witterung aufnehmen. Nee, eigentlich denke ich mir nicht. Sie kennt sich auch gar nicht aus. Viele Katzen, die ausgesetzt worden sind, die durften ja nicht an der Windschutzscheibe sitzen und sich den ganzen Weg anschauen. Ne? So war es ja auch nicht. Ne? Die kamen in ein Körbchen oder einen Kofferraum, wurden 200 Kilometer weiter weggefahren und dann ausgesetzt. Ja? Die wussten also gar nicht so richtig um den Weg. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine Katze 200 Kilometer Weg auswendig lernt. Ja, Haustiere haben ist eben immer so eine Frage. Ob das so ganz korrekt ist oder nicht. Aber ich gehe davon aus, dass Katzen sich ihre Herrchen und Frauchen aussuchen. Ja, das ist definitiv abgesprochen, weil in jedem Kätzchen und Hündchen sitzt ein Seelenanteil, der das mit dir vorher abgesprochen hat, dass er dich in diesem Leben begleitet als Hund, Katze. Oft ist es sogar so, dass wenn ein Tierchen stirbt, was du ganz doll lieb gehabt hast, sich dann sofort wieder inkarniert und du die dann zufällig aussuchst, die nächste Katze. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich deine alte Katze, die dann in der neuen Katze steckt. Das ist oft so abgesprochen worden und passiert auch regelmäßig. Ja, ich finde ja, das größte Mysterium bei Katzen ist immer noch, warum sind die so niedlich und flauschig? Ja, das ist schon wirklich seltsam, dass Katzen so flauschig sind, so kuschelig und vor allem irgendwie auch gerne gekrault und gestreichelt werden. Ich meine, wie kann man das denn festlegen? Also klar, Katzen sind genetisch gezüchtet worden, ja, okay. Aber kann man das genetisch irgendwie einbauen in eine Katze? Was denkst du? Flauschig und Niedlichkeit? Ja. Ja, das schon, aber dass die Katzen das selber auch mögen oder sich anbieten, dass man sie krault oder gestreichelt werden möchten? Ja. Wenn ihr die Antwort darauf wisst, dann schreibt es unten in die Kommentare. Oder was ist deine Vermutung? Meine Vermutung ist schon, dass die eben dementsprechend programmiert worden sind in der DNA. Ich bin dagegen, aber ja. In unserem letzten Video haben wir über Bewusstseinsprojektion gesprochen. Du erinnerst dich? Ja, da ist was. Richtig. Und Katzen und Hunde können Bewusstseinsprojektion genauso wahrnehmen. Optisch. Das heißt, wenn du also zu Hause deine Katze sitzen hast und du bist gerade arbeiten und sagen wir, du arbeitest in einem Büro und um 17 Uhr hast du Feierabend, dann stehst du auf und in dem Moment, wo du aufstehst, registriert das die Katze sofort, die zu Hause auf dich wartet. Denn sie sieht deine Projektion bereits zu Hause im Wohnzimmer stehen. Das liegt daran, dass wenn du nämlich auf deiner Arbeitsstelle dir nämlich vorstellst, oh ja, ich fahre jetzt nach Hause, mache mir einen leckeren Kaffee und esse was Leckeres, dann wirst du da in deiner Wohnung als Bewusstseinsprojektion, als unterbewusste Projektion auftauchen, die die Katze oder der Hund sofort wahrnimmt. Man hatte auch so Tests gemacht, ne? Da hat man zum Beispiel eine Frau gesehen, die eben zu irgendeinem Zeitpunkt beschlossen hat, aufzustehen und nach Hause zu fahren. Und gleichzeitig hat man den Hund gefilmt. Man hat also beide Personen gleichzeitig gefilmt. Und die Frau hat sich von ihrem Stuhl, von ihrem Bürostuhl erhoben,
ihre Sachen gepackt und ist losgegangen. Und in dem Moment, als die Frau ihre Sachen gepackt hat und aufgestanden ist, ist der Hund, der stundenlang auf dem Sessel zu Hause lag, aufgesprungen und zur Tür gegangen und hat mit dem Schwanz gewedelt. Das heißt, der Hund hat die Bewusstseinsprojektion der Frau wahrgenommen. Und das können Katzen genauso. Die nehmen also Momente wahr, in denen man sich eben, wenn man an einem anderen Ort sich befindet, diese Projektionen wahr. Zum Beispiel seid ihr zu einer Party eingeladen und ihr fahrt jetzt mit dem Auto zu der Party. Klar, ihr fahrt mit eurem physischen Körper zu der Party, aber ein Teil von euch ist schon längst auf der Party. Und mit diesem Teil kommuniziert ihr auch während der Autofahrt, indem ihr euch nämlich vorstellt, wie ist es auf der Party? Wen treffe ich da alles? Was machen wir da? Gibt es was Leckeres zu essen oder zu trinken? Oder gibt es irgendwelche Partyspäße? Ne? All diese Dinge denkt man nach. Und das geschieht dadurch, dass nämlich im Unterbewusstsein bereits ein Teil auf die Party hinprojiziert wird. Und diese Projektion, die wir unterbewusst jeden Tag zu irgendwelchen Menschen schicken, ne, wenn du zum Beispiel an jemanden denkst, wird in dem Moment ein Teil von dir neben der Person erscheinen. Ah. Das sind so die unterbewussten Bewusstseinsprojektionen. Und solche Tiere wie Katzen und Hunde können die hervorragend wahrnehmen, aber auch viele andere Tiere nehmen diese Projektion wahr. Mhm. Und das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ja, allerdings, also das ist wirklich mal spannend. Guckt euch mal unbedingt unser Video dazu an, zur Bewusstseinsprojektion. Ja, hast du noch was zu berichten, Shiva, zu Katzen? Nein. Okay, dann danken wir euch fürs Zuschauen und wir freuen uns natürlich über viele Kommentare von euch, was ihr so für spannende Erlebnisse mit Katzen hattet und ob ihr vielleicht in Verbindung mit eurem Umgang mit Katzen Parallelen zu dem gefunden habt, was wir jetzt hier gerade über Katzen erzählt haben. Unbedingt. Ja. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.